Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campinglust TV. Ich nehme euch heute mit zu Buro Reisemobile an den Messestand hier auf der Free in München 2025. Und dieser Messestand ist ganz besonders. Aber mehr dazu wird euch der Klaus von Buro Reisemobile erzählen. Ja, hallo Klaus, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist und unseren schönen Messestand besuchst. Also, wir befinden uns hier auf der Free in München im Jahr 2025. 14 Tage oder 8 Tage vor Fasching. So, also schauen wir mal rein auf unseren schönen Messestand. Was bei uns ziemlich besonders ist, dass alles, was ihr hier seht, also alle Fahrzeuge, die hier ausgestellt werden, von uns wirklich Probe gefahren werden. Die werden getestet, die werden unter Extrembedingungen getestet, ob das jetzt super kalt ist, ob das jetzt super heiß ist. Also alle Fotos und Aufnahmen hier zum Beispiel sind definitiv von uns unterwegs gemacht worden, also entweder von mir oder von einem Mitarbeiter, meistens von mir. Und alle Erfahrungen, die wir so auf jeder Reise machen, steckt in jedem Produkt von uns. So, gehen wir mal hier durch. Was auch hier ganz besonders schön ist, das ist in Namibia bei den Himbas. Da haben wir mal die Hütten oder Wohnungen getauscht. Wir haben 2, 3 Tage in der Himba-Hütte gewohnt und dann kommen sie zu uns, meine Hütte, mit. Mal sehen, wie das bei uns ist. Ja, das ist in Marokko. Das ist noch das Vorgängermodell. Das war der Oman 4, auch ein tolles Auto. Hat richtig Spaß gemacht. Also tolle Geschichte. War Marokko-Reise, so bis bis Westsahara sind wir da gefahren, algerische Grenze lange so. War eine schöne Tour. Ja, wenn wir hier weitergehen, hier sind jetzt unsere Produkte auf unserem Messestand. Hier ist unsere Sitzgruppe. Auch hier sind natürlich wieder ganz, ganz viele Bilder von unseren Reisen. Also wenn man das mal anguckt, hier, das ist Zentral-Kalahari zum Beispiel, das ist Marienfluss Richtung Camp Synchro, Richtung also zum Kunene, an die angolanische Grenze. Das ist Puros, einer meiner Lieblingscampingplätze, auch in Namibia. Also das ist ein Campingplatz, ist nicht nur ein Lagerfeuer, sondern wirklich Campingplatz. Da vorne ist alles feiner Sand. Man sagt auch Staubsand dazu, wo wir mit unseren Fahrzeugen durchfahren, wo man extrem Luft ablassen muss. Wir fahren da zum Teil mit dem Oman, also mit unserem Oman, mit 0,8 Bar hinten, was also schon wirklich wenig ist. Das funktioniert aber noch relativ gut. Ja, das ist das, was die Besucher hier auf der Messe erwartet. Also nicht nur tolle Autos, sondern auch richtig gute Erfahrung zu den Autos. Das heißt, ihr seid nicht nur hier, um zu verkaufen, sondern auch ein richtiges Reisegefühl zu vermitteln ganz genau. Und vielleicht euren angehenden Kunden oder Interessenten auch mal das Gefühl zu geben, Urlaub oder Campingurlaub bedeutet natürlich nicht immer nur in Europa oder in Deutschland. Ganz genau, also auf allen Kontinenten, Nordamerika oder Südamerika sind also tolle Ziele, die man locker mit unseren Fahrzeugen machen kann. Jetzt stellt sich ja immer wieder so die Frage nach dem Sicherheitsgefühl. Ich glaube, das Gefühl ist da ein bisschen anders als die tatsächliche Sicherheit, weil es reisen ja sehr viele gerade nach Afrika. Das ist ja auch schon fast ein Trend geworden. Aber es passiert ja eigentlich nichts. Also es ist so, wenn man sich an ein paar Regeln hält, passiert wirklich nichts. Namibia zum Beispiel ist eines der sichersten Reiseländer dieser Welt, also von daher, ja, es macht immer, wenn man vor Ort ist, sieht das immer ganz, ganz anders aus, als wie das, was wir hier so in den Medien mitbekommen. Also ich habe mich mal mit einem Marokkaner zum Beispiel, so als kleines Beispiel unterhalten. Der hat gesagt, oh, zu euch nach Deutschland kann man ja gar nicht fahren. In Hamburg hat es ja ständig Terrorüberfälle. Und das weiter und sagte, und in die Schweiz kommen ständig die Muren runter. Also das ist, was da in der Presse so erzählt wird, das ist oft, also in unserer Presse und in der anderen Presse vom anderen Land, das sind oft Welten dazwischen. Gibt es irgendwas, wenn ich jetzt plane, solch eine Reise nach Namibia zum Beispiel zu gestalten, gibt es da irgendwas, auf das ich Acht geben muss oder was muss ich? Da gibt es sehr vieles. Gibt es sehr vieles, auf man Acht geben muss. Das geht schon damit los, fahre ich wirklich bis Namibia von Deutschland aus oder von Europa irgendwo oder fahre ich bis irgendwo hin mit dem Schiff oder nehme eine Fähre. Wenn ich nach Namibia fahre, was möglich ist, das ist aufwendig. Also das sollte man nicht machen, wenn man noch keine große Reise gemacht hat. Das ist
nicht empfehlenswert. Also da muss man schon wirklich Erfahrung haben. Wo man nicht so viel Erfahrung braucht, ist wirklich mit dem Schiff zu verschiffen und dann vor Ort zu fahren, auch über Landesgrenzen. Das ist zwar auch alles nicht ganz ohne, aber das ist immer noch im Bereich, wo man sagt, okay, das kann man sich zutrauen. Wobei man natürlich auch da Bescheid wissen muss, fahre ich mit Kanä oder schaue ich, dass ich eine Zulassung bekomme. Ja, aber da gibt es auch Foren, also Kanä fahren. Es muss man dann wirklich im Einzelnen gucken. Okay, prima. Vielen Dank, Alles lieber klar? Klaus, Ja. für die Vorstellung eures wunderschönen Messestandes, der mit ganz viel Liebe gestaltet wurde und Danke. auch allein schon von den Farben her und hier von dem Furnier, sage ich mal, das ist ja schon ein Gefühl an sich. Also wenn ihr auf die Free nach München kommen solltet, dann schaut unbedingt mal an diesem Messestand vorbei. Wir sind in Halle B4. Ich glaube, Stand 341 oder 43, aber man findet uns hier. Man sieht es an den großen Fahnen. Genau, und ansonsten, euer Stand, der leuchtet ja förmlich. Genau. Ja, der leuchtet vor Fröhlichkeit und Lebenserfahrung. Daher kommt gerne vorbei und macht euch ein eigenes Bild. Und vielen Dank, dass ihr wieder zu einer neuen Folge von Campinglust zugesehen habt. Euer Marvin. Tschüss.